Guten Morgen, liebe Freunde des besten Kanals hier auf YouTube und auf dem ganzen Planeten, wenn es um Musik geht und ganz Universum. Die besten Spezialgäste. Vorgestern war dann der Simon Will noch hier und jetzt bist du es. Du warst aber auch kurz im Video, du hast kurz mal Hallo gesagt und hast den Zepter weitergereicht. Introduced to the K-Pop Game. Das war sehr, sehr nett von dir. Leute, wir haben tatsächlich die 62.000 Abos geknackt. Es ist unfassbar. Aber wer jetzt nicht abonniert, ist selber schuld, denn Road to 100k, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was man später stolz berichten kann, wenn man einer derjenigen war, der diesen Kanal abonniert hat, noch bevor er die 100.000 erreicht hat. Ja. Wenn wir es denn schaffen. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall, weil die Community ist krass. Ich glaube sehr, 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 sehr stark an euch und deswegen klickt ihr jetzt auf Abonnieren und Glöckchen an für den Ehrenmann. Ihr wisst warum, denn die Benachrichtigungen kommen dann direkt immer, wenn jeden Morgen um 6 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr die K-Pop-Videos kommen. Manchmal verpennt man das, aber das kommt dann auf dem Handy schön mit hier so... Bing. Rahim hatten wir hier hochgeladen zu. Bist du wach, weißt du Bescheid und hast direkt gute Laune. Ja, Chung Ha heute mit Gotta Go. Gotta Go, 12. Was steht da eigentlich? Ski. Was? Wo Ball. Oh Gott, das dauert jetzt so lange, glaube ich. Bolschi. Bolschi? Bolscha. 12 wissen wir aber nicht. 12 Ski. Na gut, also wir fangen an. Geil. Fand ich direkt geil jetzt. Dieses weil es links-rechts war. Das macht direkt Bock. Ja. Ja. Und war das eine Flöte am Anfang oder sowas? Ja, aber so eine synthetische. Ich wundere mich nur gerade, dass ich keine Ski-In-Werbung habe. Oh, ach so, deswegen warst du so irritiert. Ja. Oh, ich dachte wegen mir. Was ist das? Shiseido ist doch... was ist doch so... Beauty. Beauty-Zeugs. Das ist, glaube ich, ein Lippenstift. Krass. 벌써 12시 어떻게 벌써 12시네 okay. 보내주기 싫은걸 알고 있어 how you feeling 음악에 맞춰 세련이 속삭이고 싶어 솔직히 우리들 마음이 같은 걸 Halt immer diese... Oh, wie schön. Immer diese Snares, die hier von rechts nach links, hier die das müssten 32 wahrscheinlich sein. Ja. Mega geil. Also richtig, richtig typische, ja, diese typischen synthetischen oder aus diesem 808-Raum Snares. Sehr, sehr cool, tatsächlich. Einfach auch nur das im Stereofeld so ein bisschen noch einzubauen, weil das ja so eine gewisse Breite, Weite in dem ganzen Song nochmal gibt. Und sie tatsächlich, also alles sehr, sehr schön harmonisch angelegt, aber nicht dieses überladene K-Pop-Ding. Finde ich super schön. Bis hierhin. Ich auch. Und ich finde sie auch super schön. Guck mal. Oh mein Gott. Aber also aus dieser K-Pop-Welt, ich weiß nicht, wen ich da jetzt bisher irgendwie nicht super schön fand, aber es sind tatsächlich einige fasziniert mich gerade besonders schöne Damen dabei. Ich sag's mal nicht. Oh, ich habe doch auch mal einen Make-up-Look von ihr nachgeschminkt. Das war sie. Ah ja, stimmt. Ja. Das Video kannst du jetzt hier verlinken. Oben über Danas Kopf gibt es jetzt einen Info-Button. Da hattest du ein Make-up, das war sehr cool. Untertitel. Das ist also schöne kleine, was? Untertitel gibt.
Nee, nur auf Koreanisch. So schöne, kleine, nicht Klöten, sondern schöne, kleine Percussion-Elemente. Es ist schon wieder spät. Sind hier auch immer drin, zwischendrin jetzt hier, wie zum Beispiel 먹을 때도 말 so ein bisschen Tambourin-mäßig. Und 우린 닮은 것도 많아 취향 so ein kleiner Woodblock-Sound, der so richtig leise ist und dann aber hinten so einen krassen Reverb bekommen hat, dass der hinten so schön lang rausläuft. Das sind die Produktionsdetails. 닮은 것도 많아 취향 취미 먹을 때도 말야 You're reading my heart 좀 더 일찍 Da waren wieder 알았다면 die Vocal Chops. Ja, wieder einmal Vocal Chops drin, da wird hier zum Experten. 좀 더 일찍 알았다면 어땠을까 Das sind immer, Und was war dieses? war auch gerade drin, auch Vocal Chop mäßig. Auch so, nicht Drums, aber auch Percussion. Dieses Drrrm. Gerade noch. Hier, Warte, ja. 좀 더 일찍 알았다면 Ja. 어땠을까 생각하게 돼 yeah. ne, auch wie hier, gerade die Snares, das ist einfach so ein Fill-In, der die Überleitung zum nächsten Part tatsächlich macht. Das, das hat man sogar schon im Rock, macht man das auch, Pop-Rock, auch der 80er zum Beispiel, also ganz klassisch. 별들은 더 빛나고 시간은 점점 지나고 감성은 더 짙어져 yeah. I gotta tell you this 너에게만 느껴지는 Red Moss. 고단한 느낌 나도 너무 좋아 but it's too late 아쉬워 벌써 12시 어떻게 벌써 12시네 Ihre Schön. Stimme. 싫은 걸 알고 있어 how you feeling 음악에 맞춰 사랑을 속삭이고 싶어 솔직히 우리들 마음이 같은 걸 같은 생각인 걸 알고 있는데 더 이상은 솔직할 수 없는 걸 Achso, 구석에 war das das Handy? Ich habe irgendeinen komischen Sound hier irgendwo gehört. Ich glaube ich nicht. 구석에 마음 구석에 조그맣게 붙잡고 있는 걸 Baby don't wanna be alone 늦으면 더 늦어지면 어쩌면 나 놓아버릴지 몰라 I'm really trying to make you see Wow! Das war schön. Das war richtig schön. Oh, boom, 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 boom. Hast du gehört? 아쉬워 벌써 12시 Oh, wie sie da 어떻게 aussieht, 벌써 ey. 12시네 보내주기 싫은 걸 알고 있어 how you feeling Dusche. Dusche? Ne. Naja, okay. Ja, doch, 12 irgendwie. 12 schön. 12 schön. Ja, vielleicht du halt. Du. Dusche. Du schön. Naja. Ja, hier, das war ja richtig schön. war das hier? C-Part und dann. Da ist auch nichts mehr, ne? Nur ihre Stimme. Ja, also alles an Instrumenten rausgehauen, damit sie da eben schön alleine stehen kann mit ihrer engelsgleichen Stimme. Fantastisch. Auch das, ne, also dass sie noch kurz mal Was? diesen kurzen Dip nach unten macht, sehr, 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 sehr schön. Ja, im Hintergrund sind die ganze Zeit Vocal Chops drin, also kurz geschnittene Vocal Stückchen und dann eben super krass effektiert.
Da gerade in den klingt... Mix reingesetzt und die setzen dann auf den Beat dann quasi nochmal was drauf. Wenn man genau hinhört, ich spiele es nochmal kurz an, dann darfst du gleich sagen. Also eine ganz hohe Kopfstimme hier im Hintergrund. Und dann so irgendwie sowas. Hört man, ne? Ja. Oh, hier ist der Bass geil. Du, spielt er hier. Klingt ja so. Ja, was? Das klingt ja so, also das ist ja die gleiche Melodie wie auch die Flöte. Was ist die Diese gleiche Melodie? Kopfstimme. Ja. Nee, die Flöte spielt ja. 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 Und die Kopfstimme? Die Kopfstimme spielt, sie ist halt wie ein Vocal Chop, ne? Und dann im Mix sehr weit hinten. Und die eigentlich nur einen Ton, so ungefähr. Muss man. 늦으면 더 늦어진 거야. I'm really trying to make you see. Irgendwie sowas. Okay, lass mal weiterlaufen. Und das ist wie so ein Vocal Chant ganz im Hintergrund, aber von Frauenstimmen. Irgendwie so. Ja. Ja. Es klingt auch sehr flötenähnlich, aber weil das in Ja. derselben Tonlage ist. Ja, weil das wollte ich nämlich sagen, weil es klingt, als wäre da nochmal so ein zweiter Flötenlayer dahinter, aber leiser Ja, und das sanfter. könnte tatsächlich sein, dass sie da entweder gelayert haben tatsächlich mit einer Flöte oder die Stimme sowieso. Es ist so krass effektiert, dass es nicht mehr so klar als Stimme rauszuhören ist. Aber das ist ja eben eigentlich auch das Geile dran. Guck dir die mal an, ey. Als ob die echt ist. Android. Wahnsinn. Sowieso, das ist auch das ist wahrscheinlich die Stimme auch sogar eine Oktave hochgepitcht, dass es schon so übernatürlich klingt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie das so gesungen hat. Aber halt, das ist schon aus einem Vocal heraus entstanden, auf jeden Fall. Schön. Auch hier wirklich immer dieser Übergang. Und vorher dann dieser, ja, es ist tatsächlich ein White Noise, der dann so sich einfach auflöst. Ein ganz kurzer Break drin. Man nimmt den nicht so richtig wahr, weil man voll auf der Stimme ist mit der Konzentration. Genau, und der Bass macht. Du hast gerade den letzten Schlag von der Kick noch und dann geht der Bass. Und dann kommt. Und sie ist gerade bei dem Sie macht eine Pause und sagt und dann auf die 1 des nächsten Takts. Moment. Und auf die 1 auf der White Noise. Schöne Melodie. In der Hook. Diese Brosche. Dulce. Dushi. Schön. Richtig schön. Echt schönes Ding. Schöner Song, schöne Outfits. Ich finde ja ihr Sequin Dress richtig geil. Was für ein Dress? Mit den 80s Schultern. Was für ein Dress? Was? Ihr Sequins? Pailletten. Sequins. Was ist das? Pailletten. Das Sequins. Schwarze. Ja, am Ende hat man es öfter gesehen. Ja. Ah, ja. Richtig geil mit den 80s Schultern und dieser Schluppen. Sind das Vêtements, die Schuhe? Kann sein, keine Ahnung, aber ganz. Weiß ich nicht. Die gibt es mittlerweile schon von allen möglichen. Ja, gibt's auch von Pimki und New Yorker. Vêtements, Balenciaga, Off-White, alle haben die. Ach so. Jeder hat die. Ah, okay, so meinst du das. So. Jetzt nicht so. Gut, ja, ich finde die Nummer richtig schön.
Ich Chung auch. Ha. Wir hatten Snapping. Snapping? Snap. Das war richtig geil. Schön. So, ja. Danke für den Vorschlag wieder mal an die Community und ihr dürft da natürlich gerne weitermachen in den Kommentaren. Wir nehmen da alles mit und auf, so gut es geht. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. That's me, Rahim. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal und sie hat schon Chung Ha Inspired Make-up gemacht. Du kannst ja cool. auch netterweise, darfst du das jetzt mal hier in die Endkarte reinhauen. Denn ich bin ein netter Bruder und Ehrenmann. Aber ich habe doch schon den Infobox gehabt. Ja, siehst du? Doppelt nett. Krass. Richtiger Ehrenmann hier. Danke Krass, und bis ey. zum nächsten Video und ansonsten einen schönen Tag, würde ich sagen. Ne? Ja, schönen Tag. Genießt den einfach mal. Zurücklehnen, Entspannen. spannen. Noch ein paar. Ihr könnt ja einfach die K-Pop Playlist Collections. durchgucken Ja. von Raim. So die Pro vs. Con Playlist oder die Producer reagiert Playlist. Was habe ich gedrückt? Weiß ich nicht. Okay, tschüss. Okay, tschüss.